So, guten Morgen. Guten Morgen. Wir sind gerade am Zusammenbacken. Heute verlassen wir das Oberland und es geht weiter. Genau, aber los geht's erstmal mit einem sehr langen Anstieg und zwar rauf bis zum Lac de Grand-Massillon, bevor wir durch einen kleinen Umweg den Col de Glandon und den Col de la Greux de Fer hinter uns lassen. Danach gibt's Kaffee und Kuchen in Saint-Jean-de-Maurienne, dann rauf die Schnürsenkel der Tour de France und am Ende kommen wir völlig erschöpft in La Chambre an. Es fällt gar nicht so leicht, wieder zu starten, nach quasi 2 Ruhetagen, an denen wir zwar zweimal am Alpe d'Huez waren, aber trotzdem, es war einfach sonst viel rumliegen, viel im Bett liegen, herrlich gewesen. Genau, Fernseh schauen und richtig entspannen. Ja, aber jetzt suchen und finden wir wahrscheinlich auch die Motivation, weil die werden wir heute brauchen. Heute wird ein harter Tag. Jetzt geht es erstmal 12 Kilometer flach dahin, bis dann der Anstieg kommt und der ist heute 1580 Meter. Der erste, also der wird knackig. Ja, und wenn es noch aufzieht, wird es sich aber auch lohnen. Schön. Nur noch 22 bis zum Pass. Inzwischen sind wir wieder auf 1260 Höhenmeter oben. Leider zieht es noch nicht so richtig auf. Wir hoffen ja, dass wir über die Wolken rauffahren. Das wäre auch ein super Bild. Naja, schauen wir mal, ob wir Glück haben und was sehen heute noch. So, die Beine sind halbwegs gut heute. Wir haben einfach noch ein bisschen die Aufregung von gestern, von der Tour de France de Femme in den Beinen. Es war echt spannend und richtig cool gewesen. Also die Atmosphäre war ein Traum. Jo, genau, also wir sind auch noch nicht so ganz da. Wir müssen erst wieder reinkommen. Aber das wird schon werden, wir haben ja genug Zeit. So, das Wichtigste heute, Col de Glandon und Col de Greux de Fer sind offen. Keine Ahnung, ob wir beide fahren, aber zumindest einen. So, ich gehe jetzt mal 12% runter. Und die fahren wir dann gleich wieder rauf. Ah, 12% runter, 14, 15 wieder rauf. Schön. Aber cool da. Bis auf den Nebel. Ah, schaut's, ein bisschen aufziehen dort hinter uns. Ups. Das brauche ich auch. Die Stimmung ist nicht ganz so gut heute. Irgendwie, es fühlt sich alles nicht ganz so gut an. Noch ein bisschen über 12. Wir sind schon wieder fast auf 1500. Er zieht sich. Aber zumindest wird er jetzt schön. Endlich. So haben wir uns das vorgestellt, oder? Ja. Voll geil. Jetzt wird es auch schön warm. Jetzt fallen mal ein bisschen die Hüllen weg mit der Armlänge. Juh. So wünschen wir das. So, da vor uns sehen wir schon den nächsten Staudamm. Der Wind macht es im Moment leider gerade nicht leichter. Schöner Gegenwind. Für die letzten 11 Kilometer rauf.
Und? Windet sehr. Ist sie. Aber schön ist es. Voll. Und nur noch 450 Höhenmeter. Yay! Ach ja, und das ist jetzt übrigens der Lac de Grand-Masson. Ah, da steht's. Oder so ähnlich. So, da vorne geht's rauf. Geil. Ah, beeindruckend. Ein sehr beeindruckender Pass schon wieder. Wir haben uns auch gerade drüber unterhalten, wie unterschiedlich die Pässe eigentlich da sind. Also wirklich jeder hat ein bisschen was für sich. Der heute ist wieder sehr speziell, finde ich. Ja, wir sind schon gespannt, wie es oben ausschaut. Und? Schön. Jupp. Loaded Diamond. Da können wir jetzt zum Col de Glandon fahren. Da sind gestern die Mädels gefahren bei der Tour de France. Bei uns geht es allerdings nach rechts. Col de la Creux de Fer. So, wir nehmen den Col de Glandon doch noch mit. Der ist, glaube ich, noch 50 Höhenmeter weiter oben. Okay, das war jetzt weniger als eine Minute. Komm her. Ja. Also, Sehr gut, der war günstiger. ja, der war ein bisschen einfacher. Also wer da rauffährt, kurz links abbiegen bei dem Restaurant. 30 Sekunden Fahrzeit, dann hat man noch einen Pass dabei. Schön. Also wie gesagt, da hinter mir das Restaurant, kurz links abbiegen, 30 Sekunden Fahrzeit und man hat einen zusätzlichen Pass. Wir müssen jetzt da noch rauf, 155 Höhenmeter, dann haben wir es auch geschafft. Wo wir heute vielleicht nicht das Glück haben, am Pass könnte man den Mont Blanc sehen, aber so wie es jetzt gerade ausschaut mit den Wolken, bezweifle ich das mal. Aber ja, trotzdem schön darauf. Der hat ja jetzt nicht, wenn ich so halb bescheuert ausschaue. So bescheid schaut es gar nicht aus. Oder? Ah, Ja. Wo sind wir denn jetzt? de la Creux. Ja? Fer. Ja. Sowas in die Richtung. Das letzte Mal, glaube ich, über 2000 Höhenmeter oben bei der Tour. Aber wir haben trotzdem noch ein paar Pässe die nächsten Tage. Jo, und jetzt düsen wir runter. Wir wünschen euch viel Spaß bei der Abfahrt. Noch mal kurz die Aussicht genießen. Da geht's runter.
einmal Tunnel. Aber geht ganz gut. Voilà, wir haben es jetzt 20 nach 1. Jetzt machen wir uns mal auf die Suche nach einem guten Kaffee und natürlich einen Kuchen. Sehr schöner Ort. Genau, und dann geht es auf die letzten 1100 Höhenmeter heute. Die werden nochmal anstrengend, aber ich glaube sehr schön. Sehr schön hier. Wahnsinn. So, wir sind angekommen. Jetzt gibt es mal Apfelkuchen und Tiramisu und Kaffee dazu. Das ist jetzt, glaube ich, das 4. Café, wo wir jetzt vorbeigefahren sind. Es ist ein bisschen schwierig in Frankreich, also man schaut auf Google Maps, steht überall geöffnet, aber auf das nie verlassen. Also die meisten Öffnungszeiten sind etwas anders, als sie auf Google Maps stehen. Genau. Ja, aber ich glaube, da freuen wir uns drauf. Guten Kaffee, guten Kuchen. So. So, wir fahren jetzt ja wieder weiter und zwar fahren wir Mont Vernier rauf und zwar über diese schönen Serpentinen. Guten Kuchen intus, jetzt geht's rauf. So, leider sieht man nicht viel davon, aber ein bisschen was. The next one. Col de Chaussy. Inzwischen haben wir 31 Grad. Wir fahren da echt in so einer Felswand hoch. Da brennt es richtig her. Macht es nicht leichter. Hürde geschafft. Nur noch 781 Höhenmeter. Zach heute. Also ich wäre froh über 600-700 Höhenmeter weniger. Aber ja, jetzt habe ich mal ein bisschen was gegessen, was getrunken. Ja, und jetzt drücken wir das noch durch. Schon wild darum, oder? Nicht so, dass ich da näher an den Rand fahren wird, aber beeindruckend. Mont Pascal. Schön, schön.
mal der letzte Kilometer. Noch ein letzter Blick zurück. Noch 100 Meter. Da. Der letzte Call für heute. Hoffe ich. So, 2700 Höhenmeter haben wir. Ich glaube, ein paar sind es noch, aber nicht mehr viel. Jo, jetzt geht es mal 14 Kilometer runter. Cool ist es. Richtig idyllisch hier oben. So, noch einmal ein saures Gummizeug teilen für die letzten 3 Kilometer. So, fast am Ziel. 2 Meter noch. So, wir sind bei unserer Unterkunft angekommen. Kahn macht mal auf. Das Hobbithaus. Geil. Ich glaube, da schlafen wir halt gut. Ja, jetzt sagen wir mal, wie immer, ein bisschen herrichten. Dann geht es runter ins Dorf. Ja. Da müssen wir leider mit dem Radl runterfahren, ist ein Stück halt. Und vor allem echt bergab. Und dann essen wir was, kaufen wir ein und dann wieder bergauf. Rauf. Jupp. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Ja. Ja, uns hat es gefallen. Wir Ja, sind völlig voll. fertig. Dick und fertig. Aber es war eine Wahnsinnstour heute. Ja, passt. Bis morgen. Und aus dem Essen im Dorf wurde leider nichts, da kein einziges Lokal offen hatte. Aber zum Glück hatte der Supermarkt noch geöffnet und wir haben uns mit dem Notwendigsten versorgt.